Mein Name ist Robert Heidemann, ich bin Betreiber von Atrado. Wir sind heute in Berlin und treffen uns mit dem österreichischen Künstler Marlon Magic Blue. Dafür sind wir im Premier Inn Hotel und jetzt gehen wir mal rein. Hallo, hallo. Ja, ich freue mich, dass es geklappt hat. Wir haben uns gestern ja schon getroffen. Wir sind ja aus Österreich angereist, aus Graz, um genau zu sein. Und wie sind Sie eigentlich überhaupt jetzt, also warum sind Sie eigentlich hier angekommen? Ja, einerseits, weil wir uns zu diesem Gespräch heute treffen und andererseits auch, um die Kunstdrucke zu sehen. Zwei Motive, nämlich einmal der Flug zur Fischfelsinsel, was auch bei Atrado bei uns als Werk der Woche ausgezeichnet wurde, und einmal Alpha und Omega. Sie haben jetzt ja in den letzten 10 Jahren, sind ja schon 10 Jahre aktiv, viel mehr Motive angefertigt. Wie schwierig ist es, sich auf zwei Drucke festzulegen? Ja, konkret war es an sich ganz einfach zu wählen, weil beide Werke, so unterschiedlich sie auch sind, spiegeln jedoch ganz stark wieder diese Vorstellungskraft, das Schöpferische, auch, ja, wenn man so will, eine gewisse Intensität und das Traumartige, die Liebe zur Schöpfung und zum Leben. Darauf möchte ich gleich noch ein bisschen später zu sprechen kommen, weil Sie arbeiten generell sehr viel mit Energie, also all Ihre Bilder sind ja energiegeladen. Ja. Aber für den Anfang muss ich vorwegnehmen, dass ja zwischen dem Flug zur Fischfelsinsel und Alpha und Omega 3 Jahre Zeitabstand sind quasi. Was ist denn in der Zeit mit Ihnen als Künstler passiert? Was war vor 2018 Flug zur Fischfelsinsel und 2021 Alpha und Omega? Dazwischen waren ja sehr kuriose Jahre. Technisch natürlich, jeder Künstler entwickelt sich mit jedem einzelnen Werk, das er malt, wieder weiter. Also das merke ich bei mir auch sehr stark. Im Ergebnis kann man es vielleicht nicht einmal so erkennen, aber selbst weiß man es, dass eine Entwicklung stattgefunden hat. Das ein und dasselbe Ergebnis, das ich heute mit einem einzigen Pinselstrich erzielen kann, für das habe ich vor einigen Jahren vielleicht noch 5 oder 10 Pinselstriche benötigt. Das ist das eine, man entwickelt sich technisch weiter und ist dann auf einem neuen Level, was einem auch noch mehr Sicherheit gibt, um neue Werke wieder anzugehen, und man weiß auch, man wird schneller und effektiver. Das andere, die innere Entwicklung auch, die natürlich die Wahl der Motive beeinflusst. Da liegen diese 3 Jahre dazwischen. 2018 war der Flug zur Fischfelsinsel. Das war ein Bild, wir werden später noch darauf zu sprechen kommen, das durch einen Traum inspiriert wurde, wie das oft bei mir der Fall war. Eigentlich ist es genau das Abbild, ein Standbild quasi aus einem Traum, den ich tatsächlich hatte. Das andere, Alpha und Omega, ist über mehrere Etappen entstanden, und da habe ich am Anfang eigentlich nicht so genau ein Motiv im Kopf gehabt und eigentlich gar nicht so genau gewusst, was ich getan habe, sondern ich habe einfach wild drauf losgemalt. Das bedeutet, Sie träumen nicht alle Motive? Ich träume nicht alle Motive, wobei Traum kann sein sowohl bei Nacht, also tatsächlich in der REM-Phase. Da wäre ich überrascht von solchen künstlerischen Träumen und muss mir die dann sofort notieren auf einem Blog, sobald ich aufwache, und vielleicht eine Skizze machen, damit ich die dann am besten sofort umsetzen kann, was nicht immer möglich ist, aber sonst halt einen Tag Zeit versetzt, zumindest beginnen. Das andere ist, ich kann, und das funktioniert wirklich, quasi auf Knopfdruck mir vornehmen, dass ich so im Halbschlaf fertige Bildmotive sehe, und das geht, also die sind dann so wie eine Diashow, das sind wirklich fertige Bilder. Beim Einschlafen funktioniert das recht gut. Das dritte sind natürlich auch Tagträume, also auch das ist eine Art zu träumen, da ist dann wirklich dieses rein schöpferische und bewusste Erschaffen, da bin ich dann am aktivsten. Und das andere ist, da spielt einfach das Unterbewusstsein eine größere Rolle. Wie viel Zeit liegt zwischen der Idee, der Eingebung, sage ich jetzt mal, der Vision vielleicht sogar, wenn wir aus dem Traum gehen, aus der REM-Phase, zwischen fertiger Leinwand? Also ist es dann so, dass Sie es direkt festhalten können, oder wir arbeiten noch als Volksschullehrer gerade? Ja. Und da kann ich mir vorstellen, dass man einen stressigen Rhythmus hat und dann vielleicht das im Hinterkopf behalten müsste. Und Zeit bedeutet ja auch immer, dass das Ergebnis verfälscht werden könnte. Das Allerwichtigste ist, dass man sich in meinem Fall, und damit fahre ich recht gut, dass man sofort einmal Notizen macht.
also wirklich alles niederschreibt, ohne irgendeine Zensur. Einfach nur kritzelt und dann nämlich ganz bewusst kein schönes Skizzenbuch, sondern das ist irgendein Zettel, den ich am Nachtkästchen liegen habe oder den ich sowieso ständig bei mir trage. Das braucht nicht schön sein, das kann Kugelschreiber sein, Bleistift, das ist einfach nur für mich. Eine Skizze und möglichst viel Notizen, Farben, Formen, tiefe Gefühle, also alles, was auftaucht, steht dann da drauf. Und meistens ist die erste Skizze schon sehr, sehr aussagekräftig und eben unverfälscht. Und dann die Umsetzung, das ist ein nächster Schritt. Wenn ich Zeit habe, geht es natürlich sofort am nächsten Tag an die Umsetzung, an die Leinwand. Oder auch, also es kann direkt an der Leinwand sein, wenn das Motiv so klar ist. Es kann aber auch sein, dass ich dann mein Skizzenbuch hernehme, dann schaue, wie kann ich dieses Motiv jetzt zwar nicht verfälschen, aber doch künstlerisch gesehen ins rechte Licht rücken, dass ich beispielsweise einen goldenen Schnitt oder sonstige Möglichkeiten durchdenke und ausprobiere, wie das am wirkungsvollsten dann auch zur Geltung kommt. Auch die Farbwahl, weil die Erinnerung ja relativ schnell verblasst und man hier nicht irgendwas noch auch kreieren kann. Beispielsweise beim Flug zur Fischfelsinsel bin ich erwacht durch einen Vogelschrei. Ich habe aber keinen Vogel tatsächlich gesehen. Und dann war meine Überlegung, das war wirklich eine Schöpfung nach diesem Traum, ja, ich möchte diesen Vogelschrei irgendwie drauf haben auf dem Bild. Und dann kam mir dieser rote Ibis, weil der farblich dazu passt, weil der repräsentativ ist und das ist einfach eine aus künstlerischer Hinsicht eine bewusste Entscheidung. Es hätte natürlich genauso gut irgendein anderer Vogel sein können. Ja, ein Schwan oder ein Kolibri. Natürlich, also natürlich. Was ich mich aber noch extrem frage, ist ja, wenn man jetzt träumt oder eine Skizze macht, hat man dann auch die. Bei mir wäre es recht häufig, dass ich den Gedanken hätte, etwas nicht zu malen. Also ich sage überhaupt nicht, aber nicht alles, was ich träume, sollte man malen. Also wenn ich hinaus möchte, gibt es dann auch manchmal Dinge, wo Sie sagen, das ist zu ausgeflippt vielleicht, oder lassen Sie sich da komplett die künstlerische Freiheit zu sagen, das ist mein Motiv, was ich mir vorstelle, und das veröffentliche ich. Also bei mir gibt es in dieser Hinsicht überhaupt keine Zensur. Wenn ich das Gefühl habe, dieser Traum, der muss einfach gemalt werden, dann werde ich das machen, früher oder später. Normalerweise geht es sehr schnell, aber es kann auch sein, dass ich mehrere Skizzen einfach irgendwo habe und einfach nicht die Zeit habe für die Umsetzung und dass die dann lange Zeit irgendwo liegen und fast in Vergessenheit geraten. Irgendwann kram ich das hervor und entscheide mich dann für eins. Natürlich ist es dann nicht mehr so authentisch, aber das spielt keine Rolle, weil die Grundidee ist ja immer noch da. Also ich habe jetzt nicht den Zwang, genau meinen Traum abzubilden, sondern nur das Gefühl primär. Und an das kann ich mich immer erinnern. Ja. Und die Energie. Genau, die Energie. Und gab es Träume, die zu ausgeflippt oder zu absurd gewesen wären? Eigentlich nicht. Also bis jetzt erschien mir alles irgendwo machbar. Ja. Wir haben uns ja gestern schon getroffen und fand ich sehr schade, dass gestern keine Kamera lief. Ja. Wir müssen uns jetzt ein bisschen War auch nachdenken. schon ein gutes Gespräch. Wir hatten über das Bild Energie gesprochen. Ja. Die Lichtquelle. Ja, ja. Sehr weiße Kugel im Wald. Und, das war eine sehr schöne Geschichte, die ich jetzt natürlich gehört habe. Zuhörer jetzt nicht. Und deshalb können wir die rekonstruieren. Ja. Also das ist ein Bild, das bei den meisten Betrachtern sehr viel auslöst. Ein Bild, das viele Leute magisch anzieht und das die meisten auch wirklich als Art Energie interpretieren können. Und ich hatte da bei einer und derselben Ausstellung ein Erlebnis, eigentlich zwei Erlebnisse, unmittelbar hintereinander. Ich denke, es war wirklich am selben Tag, die so unterschiedlicher gar nicht hätten sein können. Das erste hat mich sehr überrascht, denn sowas habe ich eigentlich noch nie erlebt, dass jemand in meinen Werken und dann letztlich sogar in mir als Person irgendwie jemanden, der fast Unheimlichen wahrgenommen hat. Das war ein junges Pärchen auf einer Messe. Die kamen her und sahen sich so meine Bilder an, so halbherzig irgendwie. Und dann fiel ihr Blick auf dieses Energie- oder Energy-Bild und die waren dann wie irgendwie so sehr verunsichert und haben mich dann gefragt, was das bedeutet und hin und her. Und ich habe dann einfach gesagt, ja, das ist Energie. Habe dann auch versucht zu vermitteln, dass das zumindest für mich etwas sehr Positives ist, dass das auch nicht
denke, ich habe Ihnen auch erzählt, dass das in einer Zeit entstanden ist, wo ich mich selbst sehr nach Energie gesehnt habe, weil ich damals, was bei mir selten vorkommt, wirklich im Stress war und an der Grenze meiner eigenen Belastbarkeit. Ich habe mir damals Energie gewünscht und hatte schon den Wald und es war irgendeine undefinierbare Lichtquelle schon da und dann plötzlich ist mir das so auch als Eingebung gekommen, nein, das ist so eine Leuchtkugel, die hier einfach Energie abgibt. Und das hat auf mich gewirkt. Ich denke, ich habe diesem jungen Paar dann auch diese Geschichte dahinter erzählt, aber die waren nicht überzeugt. Also für die war das irgendwie was Negatives oder Unheimliches. Die sind dann gegangen. Ja. Das hat mich sehr überrascht, weil ich diese Reaktion eigentlich noch nie erlebt habe. Und kurz darauf war genau die gegenteilige, aber mir eher bekannte Reaktion. Da ist auch ein Herr eigentlich völlig unbeteiligt durch die Halle gegangen. Das war ein Kunstpavillon, überall waren Bilder ausgestellt und ich denke, der wollte sich gar keine Kunst ansehen, sondern ist einfach durchspaziert. Ging geradeaus und auf einmal aus den Augenwinkeln hat er dann dieses Energy-Bild wahrgenommen und den hat es gedreht, so am Absatz. Der ist auf das Bild zugesteuert, ist davor stehen geblieben und hat geschaut. Ich habe dann gesagt, naja, das Bild heißt Energie. Er hat gesagt, ja, also klar, also das gibt so viel, oder er hat zuerst, denke ich, gesagt, das Bild hat so viel Energie. Und ich habe dann gesagt, ja, das Bild heißt auch Energy. Und er hat gemeint, ja klar. Obwohl Sie ja gesagt hatten, dass Sie zu der Zeit selber ein bisschen im Stress waren, sich selbst in Energie gesehen haben. Ja. Aber das Malen selbst, also die Kunst an sich, ist für Sie ja keine Therapie gewesen. Also das würden Sie auch niemals als Ausdrucksform überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Eine Selbsttherapie könnte in schwierigen Lebensphasen bei mir durch Sport oder durch körperliche Arbeit, Gartenarbeit, Gartengestaltung geschehen. Das gibt mir sehr viel Kraft und auch positives Denken zurück. Sollte ich denn das je verlieren, was selten vorkommt, aber es kann natürlich weniger werden durch gewisse Belastungen. Aber das Malen an sich ist für mich keine Therapie. Das heißt nicht, dass ich nicht daran glaube, dass Kunsttherapie sehr sinnvoll ist und wirkungsvoll ist, aber ich selbst kann das nicht bei mir anwenden. Und ich denke, Menschen, die sich meine Bilder anschauen, die wollen ja auch keine Therapiebilder von mir, sondern ich bin es ja dem Publikum auch geschuldet, irgendwo etwas sehr Positives und bereits Verarbeitetes zu präsentieren und im Allgemeinen gewinnt das auch. Deswegen war ich ja bei dieser einen Reaktion so überrascht, dass die da irgendwie so was Zweideutiges zumindest gespürt haben, was für mich und für die meisten anderen Menschen, denke ich, gar nicht da war. Also eine Interpretation, die spannend war. Aber Ihnen ist es ja schon wichtig, das Feedback quasi auf Bilder zu bekommen. Also dieser persönliche Kontakt zusammen, sind jetzt ja nicht so in der Online-Präsenz, sage ich mal, vertreten. Es ist auch nicht so Ihr Anspruch, was ich persönlich auch sehr gut finde, dass der Draht zum Käufer oder zum Ausstellungshaus, zum Galeristen einfach gegeben ist und halt nicht dieses digitale Vertriebswege. Ja. Aber während Corona war es natürlich auch wichtig eigentlich, weil es wäre wichtig gewesen, online ein bisschen mehr Präsenz zu haben. Das ist jetzt ja auch Ihr YouTube-Kanal im Rahmen der 10 Jahre Freiluftvernissage. Also das ist jetzt 10-jähriges Jubiläum gewesen, was ja im Grad sich zum 10. Mal gewährt hat, logischerweise. Und das Feedback war ja auch sehr, sehr gut, wenn ich das müssten Sie jetzt sagen, das Feedback war? Ich möchte ja keine Worte geben. Ja, also vor dem Publikum vor Ort. Ja, das war großartig. Also ich habe dann wieder viele bekannte Gesichter gesehen, die mich von Anfang an auf meinen Ausstellungen begleitet haben. Was wunderschön ist, das ist eigentlich das Schönste daran, als Künstler aktiv zu sein. Viel schöner als zum Beispiel jetzt ein Bild zu verkaufen, was auch schön ist, weil es eine Form von Wertschätzung darstellt, wenn sich jemand einen originalen Maler ins Wohnzimmer holt. Das ist schon was Besonderes. Aber dieses unmittelbare Feedback, dieser Austausch mit den Interessenten, unabhängig davon, ob sie ein Bild nehmen oder nicht, aber das hat so etwas Besonderes und das ist so eine enorme Bereicherung für mich selbst, die ich über ein anderes Medium gar nicht erreichen könnte. Also es geht wirklich nur über die Kunst. Ja, also steht bei Ihnen eindeutig das Ausstellen über den Verkauf. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und bei meiner Feier, 10 Jahre Malo, das war im eigenen Grund.
Garten. Also da habe ich schon bemerkt, einerseits die vielen bekannten Gesichter und andererseits waren dann auch Menschen da, die ich persönlich noch gar nicht gekannt habe. Die haben sich halt irgendwo mal eingetragen in den Newsletter. Ich kannte die nicht, bis auf den Namen. Und umgekehrt war es aber sehr wohl der Fall. Die haben mich quasi als alten Bekannten irgendwo wahrgenommen und gesagt, ja, ich verfolge alles mit, was sie machen. Ich lese jeden Newsletter. Es ist so schön, dass ich jetzt endlich einmal da bin und die Werke im Original sehen kann und dass wir uns da unterhalten und ja, Stichwort gleiche Wellenlänge und so weiter. Und denke mir, ja, wie schön ist das? Ich kenne den Menschen noch gar nicht und schon ist so eine Vertrautheit da. Und das ist also die Kunst verbindet. Die Kunst verbindet. Und das Schöne ist, dass die Menschen, die sich für mich interessieren, natürlich gibt es auch die Kunstfans, die auf alle Ausstellungen gehen und die dann halt irgendwo auch mich entdeckt haben. Aber ich habe sehr viele Menschen auch dabei, wo ich und meine Bilder der erste Berührungspunkt tatsächlich mit Kunst und mit Ausstellungen schlechthin ist. Und finde ich unglaublich schön, dass man das bewirken kann. Oder auch in anderer Hinsicht, manche Menschen fühlen sich inspiriert durch meine Werke, um zum Beispiel selbst Gedichte zu schreiben oder auch um zu malen oder zu zeichnen. Und das ist schon etwas ganz, ganz Großartiges, wenn man sieht, aha, also man hat darüber hinaus auch einen gewissen positiven Einfluss auf andere Menschen. Ja, einer davon war zum Beispiel der Herr Konrad, ja. Freund von mir, ich Ja, ja. Der zu dem Werk von Zufallsspielzinsen, wenn ich nicht täusche, ein Gedicht geschrieben hatte. Und ich habe jetzt im Hintergrund mitbekommen, dass ja noch mehr Leute inspiriert wurden. Ja. Das war ja erst eine Idee und dann ist es zu einem größeren Ballon geworden, sage ich mal, dass mehr Leute einfach sich integrieren möchten. Und dann liegt ja ein Gedichtsband eigentlich auf der Hand, also sowas zu veröffentlichen. Ja, das war unabhängig voneinander. Also der Herr Konrad hat angefangen und hat Gedichte geschrieben, die wirklich großartig sind. Also auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und auf einmal schicken mir immer mehr Leute unmotiviert. Auf einmal, sie sind motiviert, aber für mich kommt so überraschend, auf einmal meldet sich jemand via WhatsApp oder auf welchem Kanal auch immer und schickt mir irgendein Gedicht, das durch ein Werk von mir inspiriert wurde, was mich sehr freut, berührt auch irgendwo. Und ich bin meistens sehr, sehr beeindruckt von dem, was hier entsteht. Das war ich auch, muss ich ehrlich sagen, weil nach dem Veröffentlichen unserer Zusammenarbeit, die jetzt ja schon ein paar Monaten läuft, habe ich Feedback aus Irland nachbekommen, aus Frankreich nachbekommen und sogar erfahren aus Amerika, aus den Staaten. Ja. Und dann fragt man sich natürlich schon, wie schafft man es, sage ich mal, aus dem kleinen Österreich, das ist überhaupt nicht abwertend gemeint, aber es in die große weite Welt hinaus mit Kunst quasi. Jetzt muss ich den Haken umschlagen zum Finanziellen nochmal wirklich zurück, damit wir das nicht verpassen, weil Ihre Bilder sind ja schon sehr preiswert. Ja. Also Kunst sollte sich niemals über Geld definieren, nur weil etwas teuer ist, ist es nicht gut und etwas weniger intensiv ist, ist es nicht schlecht. Aber gibt es Gründe, dass Sie sagen, ein 30x20 Bild kostet 160 €, was ja sehr preisintensiv, also kostengünstig ist. Ja. Nein, es gibt schon gute Gründe und das ist meinem Werdegang geschuldet und auch meiner inneren Überzeugung. Meinem Werdegang deswegen, weil ich habe am Anfang an, so wie wahrscheinlich die meisten anfangen, das erste Publikum, es war mein eigener Bekanntenkreis. Und da sind dann sehr, sehr schnell weitere Leute dazugekommen, aber auch die ersten wahren Interessenten und Käufer kommen aus meinem unmittelbaren Umfeld. Und viele davon sind dann mitgegangen und haben sich zu glühenden Sammlern und Liebhabern entwickelt. Und die können sich zwar über eine gewisse Wertsteigerung freuen, denn natürlich kostet ein Malo heute in der gleichen Größe etwas mehr als noch vor 10 Jahren, das ist klar. Aber auch neue Interessenten, egal woher sie kommen und egal wie finanzstark sie sind, können sich freuen über einen recht günstigen Preis. Also das ist das eine. Und das andere ist einfach meine innere Überzeugung. Ich möchte, dass ein Malo, ein originales Werk von mir, sich nicht über den Preis definiert. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und der wahre Wert liegt eben in dieser Verbindung, die wir angesprochen haben, zwischen dem Werk, mir selbst und dann letztlich auch den Interessenten. Und das ist so eine schöne, starke Verbindung, das hat so etwas Magisches. Und das würde, denke ich, bei höheren Preisen, das würde das Ganze irgendwo kaputt machen, wenn man das nur über einen Preis definiert.
Deswegen kann ich mir eine gewisse Wertsteigerung vorstellen, aber das, denke ich, hat seine, ich würde das Wort Grenze gar nicht verwenden, aber mit Maß und Ziel. Und einzelne Ausreißer nach oben kann ich mir sehr wohl vorstellen. Und zwar vor allem, wenn man damit ein Projekt finanzieren will. Das heißt, dass dann das Geld, der Mehrwert dann wieder wo reinfließt. Oder auch, und das vor allem eigentlich für Charity. Also wirklich für den guten Zweck. Wenn das versteigert wird und das übersteigt dann ein Vielfaches von meinem normalen Preis, ist das großartig natürlich. Ja. Ich weiß jetzt ja schon was Zuschauer nicht wissen, nämlich dass sie sich selbst aussuchen können, welche Auftragsarbeiten sie beispielsweise annehmen. Das ist natürlich ein großer Luxus, muss man mal so im Raum stehen lassen. Ja. Aber wie definieren sich denn da die Preise? Also Sie haben ja schon mir persönlich gesagt, dass Sie nicht jede Auftragsarbeit annehmen, weil es tut nicht Not, es schränkt Sie ein quasi, der Anspruch ist nicht da, das quasi schnell zu erfüllen, während andere Künstler teilweise schnell einen Auftrag erfüllen müssen, um halt das finanzielle Standbein Sicherheit zu haben. Also ich habe das große Glück, dass die Menschen, die sich mit Auftragsanfragen an mich wenden, Personen sind,